So, da sind wir wieder. Mixstar. Komplett außen geschliffen, alles repariert. Auf dieser Seite auch der Fensterrahmen komplett gemacht. Alles, was blank ist, mit Brunox eingesprüht, damit nichts mehr rosten kann. Wir haben ja hier drinnen im Pavillon das Problem gehabt mit Kondenswasser, was dann runtertropft. Das ist auf der Haube getropft. Da ist nichts an Rost. Das ist ja immer noch das Gleiche. Da sind nur hier vorne die Ecken noch repariert, gespachtelt und ja, kein Rost von irgendwelches Kondenswasser oder sonst was. Nichts, alles gut. So, alles dementsprechend eingesprüht. Ich sehe gerade auf der Kamera, sieht es streifiger aus. Es ist überall was drauf. Es ist alles ziemlich gleichmäßig eingesprüht. Ganz leichte Streifen sind da, aber na, oben drauf auch alles mitgemacht. Na, leichte Läufer sind drinnen, so ein paar, aber das macht ja nichts. Das ist nicht schlimm, weil da kommt ja noch 3 Schichten Grundierung drüber. Und nach den 3 Schichten Grundierung wird das dann alles schön glatt geschliffen. Das ist eine Füllergrundierung, die drauf kommt. Wird alles glatt geschliffen und dann funktioniert das. Dann ist das dann vielleicht dann noch eine 4. Schicht als Abschlussschicht drüber und die dann auch noch mal entschleifen und dann kommt 3 Schichten Lack drüber. So, das Zeug, die Füllergrundierung habe ich drinnen schon stehen. Dann schauen wir uns das mal an, gemeinsam. Ist alles schon gekauft. So, und zwar, jetzt muss ich erstmal, das ist der Verdünner dafür. Das ist der Härter für den Füller. Und der Füller, der ist da. 4,2 Kilo, mit Härter mit dabei sind das 5 Kilo. Ja. So ist das angegeben und das Ganze dann zweimal. Weil da geht ja ein bisschen was drauf aus so einem Auto. Das soll man so gar nicht denken. Ist doch alles nur dünn, so eine Lackschicht. Ja, so eine Lackschicht ist dünn, das ist schon richtig, aber es geht einiges drauf. Vor allem auch, man muss es ja schleifen. Ja? Also der Endlack, das ist dann ein bisschen weniger, was drauf geht. Aber so gerade so Füllergrundierung, das wird ja noch geschliffen. Ja. So, Zwischenstand zum Rest. Mein Auto, nichts weiter passiert. Einzige, was ich gemacht habe, ist die Keule hier. Scheiße, sag mal Marco, wie heißt das Ding? Was? Von der Zündung hier, das was an der Spritzwand sitzt. Zündspule? Zündspule, genau, danke. Ich bin nicht drauf gekommen. So, hier auch, wir haben vorhin noch eben zwischendurch, da saß so ein Bügel drauf, damit man, wenn man die Windschutzscheibe runterklappt, die da anbinden kann. Das machen wir eh nicht, das funktioniert eh nicht. Haben wir die Bügel weggemacht, nochmal gespachtelt. Hier ist weiter gespachtelt. Das wird noch geschliffen, lackiert. Das ist alles staubig jetzt natürlich. Ne? So, hier, da wo der Tankdeckel ursprünglich mal saß, das ist auch gespachtelt, schon mal vorlackiert. Heckklappe wird noch gemacht, das kommt noch. Auf diese Seite, da muss auch noch einiges gemacht werden. Hier war auch so eine Stelle, die richtig kaputt war. Die ist gemacht. So, im Großen und Ganzen, die wichtigsten Aufkleber sind auch drauf. So, im Großen und Ganzen ist das schon soweit durch. Das sind noch Kleinigkeiten, die da gemacht werden.
Hier haben wir sogar ein bisschen die Beule rausgezogen, soweit es ging. Es ist natürlich wahnsinnig zerknickt und zerknittert und dann kriegt man das auch nicht mehr raus. Aber soweit es ging, die Form ist wieder da. Mal gucken, ob da vielleicht noch Spachtel drauf kommt. Mal sehen. Die Ecke rausgedrückt, damit die Abdeckung vom Scheinwerfer wieder reinpasst. Die Front wird ja auch noch lackiert werden. Die Felgen sind alle da, hatte ich schon mal gezeigt gehabt. Jetzt sind sie alle soweit fertig. Ein bisschen Dreck ist schon wieder drin, aber das ist ja nichts Schlimmes. Die werden sowieso beim Fahren dann noch dreckiger. Alles schon gemacht. Also im Endeffekt, ja, Update für jetzt. Weiter geht's. Endlich mal wieder schönes Wetter. Da kann man auch was machen. Gucken wir mal. Schön in der Grundierung. Alles gemacht. Komplett grundiert. Dach da. Hier der Fußraum nicht, weil hier ist eine Beschichtung drauf. Aber das alles grundiert. Dach mit grundiert. Motorhaube grundiert. Alles grundiert. Alles soweit durch. Jetzt muss im Endeffekt das nur noch angeschliffen werden zum Lackieren. Das ist aber eine Sache, das machen wir die Tage noch mal separat, weil das wird direkt vorm Lackieren gemacht. Einschleifen, richtig glatt schleifen und dann ja, noch mal abwaschen komplett und dann ist das gut. Aber das ist schon, ja, das ist halt, was man jetzt hört, die Struktur. So, das ist aber nicht das Einzige, was wir gemacht haben. Und das etwas schlechtere Wetter haben wir auch genutzt. Da ist der Motor schon fast raus. Da haben wir alles soweit auseinandergebaut. Das Einzige, was jetzt noch dran ist, warte mal, war da noch eine Schraube? Ich glaube ja, und die Kardanwelle. Aber da habe ich schon ein Video geguckt. Die Kardanwelle, die kann man, ich glaube, die ist nur mit einem Stift gesichert. So, und da unten ist eine Schraube. Die muss noch raus. Dann ist das Ding auch raus. Dann kann das da reingepflanzt werden. Da habe ich auch mal mir ein bisschen was überlegt, ein bisschen Spaß. Also erstens mal ist mir ein Name eingefallen für das Ding. Das heißt dann, ich halte die Kamera mal auf der Seite. Honsusi, steht auf dem Spiegel. Genau, und dann habe ich mir überlegt, wenn das Ding schon einen Namen hat, dann kriegt das auch den Scheinwerfer im Kühler reingesetzt. Da ist eh kein Kühler dahinter. Und dann hat das auch eine ganz, ganz eigene Optik. Sieht bestimmt richtig geil aus dann. Ja, wenn ich hier die Aufhängungen, hier die Aufnahme, wenn die dahinter sitzen, muss ich ein Stück rausschneiden. Ja, da sitzt das ziemlich bündig dran. Kommt bestimmt ganz gut. Ja, so, also wir haben viel gemacht. Ja, kann ich auch noch zeigen. Ne? Die Haube, da ist jetzt, damit das alles einfacher wird, hier auch der Bügel runter. Der ist weg. Das ist jetzt alles lackiert. Das, was jetzt grau ist, das ist einfach nur staubig, weil der Rest geschliffen wurde. Das ist noch komplett lackiert. Die Heckklappe, die Stoßstange in Anführungszeichen, ist lackiert. Hier das Seitenpanel ist lackiert. Ja, der Rest war soweit schon lackiert. Also ja, einzige, ja, Marco, du musst noch den Rammbügel lackieren. Der passt nicht zum Auto. Das musst du noch machen, genau. So, ansonsten, ja, sieht das schon viel besser aus wieder und ja, dann geht's wieder weiter.